Die Geschichte kennt Fälle, in denen Menschen unter extremen Hungerbedingungen ihre Artgenossen ausgerottet haben. Leider traten in solchen Momenten die Fragen der Moral in den Hintergrund. Nächste Verwandte konnten geopfert werden, damit die jüngeren Mitglieder der Familie überleben konnten. Doch in der Natur gibt es auch andere Beispiele. So erstaunlich es ist, sogar blutrünstige Raubtiere sind in der Lage, die Moral über ihre wilden Instinkte zu stellen. So geschah es auch in dieser Geschichte. Die Bewohner Albaniens erinnern sich bis heute an einen ungewöhnlichen Fall und können ihn auch jetzt nicht richtig erklären. Eines Tages fing ein Bauer einen Wolf. Er brachte das Tier nach Hause und sperrte es in einen Käfig, um seinen Nachbarn mit dem gefangenen Raubtier zu prahlen. Als die Nachbarn von dem kleinen Zoo erfuhren, kamen die Bewohner der anderen Höhlen oft zu Besuch und betrachteten neugierig das wilde Tier. Zunächst amüsierte dies den Besitzer, aber er berücksichtigte nicht, dass der Wolf viel Futter benötigte. Er musste das Tier mit frischem Fleisch füttern. Andernfalls würde das Tier schnell sterben. Sehr bald hatte der Bauer genug davon, seinem Gefangenen Stücke frischen Fleisches zu geben. Dann beschloss er, sich von unnötigen Haustieren zu trennen, die für den Hof keinen Nutzen mehr brachten. Das erste Opfer sollte ein alter Esel werden. Der Mann brachte den Esel in den Käfig des Raubtiers und ließ ihn dort über Nacht. Nach den Berechnungen des sparsamen Besitzers sollte das Eselfleisch für den Wolf mehrere Tage reichen. Doch am Morgen war der Esel zur Überraschung des Bauern noch am Leben, und an seinem Körper war keine einzige Wunde. Der Wolf hatte nicht einmal versucht, das arme Tier anzugreifen, obwohl er sehr hungrig war. Der verwirrte Mann setzte seine Experimente in der folgenden Woche fort. Er gab den Tieren nichts zu essen, aber der Wolf rührte seinen unglücklichen Gefährten trotzdem nicht an. Er hielt dem Hunger stand und griff den wehrlosen Esel nicht an. Dem Besitzer schien es sogar, als hätten die Tiere Freundschaft geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt erfuhren die anderen Dorfbewohner von dem seltsamen Fall. Sie hatten Mitleid mit den Tieren und baten ihren Nachbarn, die unglücklichen Tiere nicht weiter zu quälen. Schließlich musste der Mann auf die öffentliche Meinung hören. Er ließ den Wolf in den Wald und erlaubte dem Esel, die verbleibenden Jahre in Ruhe auf seiner Farm zu verbringen. In der Nacht schlief der Esel friedlich im Gehege und ging manchmal auf die Wiese, um das saftige Gras zu fressen. Doch das Interessanteste war etwas anderes. Der Wolf kam gelegentlich auf das Feld, wo der Esel war, als ob er überprüfen wollte, ob alles in Ordnung mit seinem alten Freund war. Das restliche Vieh, das den Wolf sah, rannte sofort in alle Richtungen davon, denn die Begegnung mit dem grauen Raubtier versprach nichts Gutes. Nur der Esel hatte keine Angst vor dem blutrünstigen Tier. Er stand ruhig neben dem Wolf, als würde er mit seinem Freund über etwas Wichtiges sprechen und alte Zeiten erinnern. Die Zeugen dieser Geschichte konnten nie verstehen, was diese beiden völlig verschiedenen Tiere verband. Einer von ihnen wurde von der Natur geschaffen, um den anderen zu fressen. Aber der Wolf fügte ihm nicht nur kein Unrecht zu, obwohl er selbst am Rande von Leben und Tod stand, sondern fand in ihm auch einen neuen Freund. Offensichtlich vereinte das gemeinsame Unglück diese klugen Tiere und ließ sie ihre natürlichen Instinkte vergessen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.